Hallöchen ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute backen wir gemeinsam fluffige und herzhafte Käseschnecken aus Hefeteig, gefüllt mit cremigem Frischkäse und frischen Frühlingszwiebeln. Perfekt als Snack, als Brunch oder für zwischendurch. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Für den Teig haben wir Weizenmehl, Butter, Milch, frische Hefe, ein Ei, ein wenig Zucker und Salz. Für die Käsefüllung brauchen wir Frischkäse, Frühlingszwiebel, Ei, Pfeffer, Paprikapulver und Salz und optional nehmen wir noch Sesamkerne. Wir legen jetzt sofort los und als erstes werden wir den Teig zubereiten. Für den Hefeteig lösen wir die Hefe in lauwarmer Milch mit etwas Zucker auf. Dann lassen wir die Hefe etwa 10 Minuten gehen. Die Hefe ist richtig aktiv geworden und jetzt werden wir alle Zutaten zusammenmischen und zu einem glatten, weichen Teig kneten. In einer Schüssel haben wir schon Mehl, dann geben wir Salz zu. In der Mitte bilden wir eine Mulde und hier kommt das Ei, die weiche Butter, die lauwarme Milch und die Hefemischung. Und jetzt knete ich mit der Hand weiter, bis der Teig vom Schüsselrand sich löst. Wenn an der Hand nichts mehr kleben bleibt, dann hat der Teig die richtige Konsistenz. Und wir werden jetzt mit einem Tuch abdecken und etwa eine halbe Stunde gehen lassen, bis das Volumen sich verdoppelt hat. In der Zwischenzeit bereiten wir die Füllung vor. Dafür schneiden wir die Frühlingszwiebel in feine Ringe. Davon brauche ich nur das Grüne. Und die anderen Stücke kann man sehr gut in Salate verwenden. Auch für die Füllung brauchen wir eine Schüssel. Da geben wir unseren Frischkäse rein. Ich nehme immer den körnigen Frischkäse, der ist richtig gut zum Backen. Dann zerbrösele ich den Käse mit der Gabel. Wir geben die 2 Eier zu, die Frühlingszwiebel. Dann würzen wir das alles mit Salz, Paprikapulver und Pfeffer. Wer möchte, kann auch Knoblauchpulver zufügen. Und alles gut vermengen. Die Füllung ist auch fertig. Ich probiere sie, ob gut gewürzt ist. Man kann die Füllung so löffeln, richtig, richtig lecker. Die Frühlingszwiebel kommt richtig gut durch. Und jetzt bereite ich die Arbeitsfläche vor. Jetzt gucken wir, was der Teig so macht. Ist richtig gut gegangen. Sobald der Teig fertig ist, nehmen wir aus der Schüssel raus und wir kneten ihn noch ein bisschen. Wir brauchen eine bemehlte Fläche. Und jetzt teilen wir den Teig
Es kommt darauf an, wie groß ihr die Schnecken haben möchtet. Ich werde daraus 4 Schnecken machen, deswegen brauche ich jetzt 4 Stücke. Wir werden den Teig rechteckig ausrollen, deswegen bereite ich das schon mal vor. Und jetzt brauche ich das Nudelholz, um das aufzurollen. Übrigens, die Käseschnecken werden in meinem Heimatland Moldawien an allen Feiertagen gebacken. Die sind so richtig traditionell und die heißen Plăcinte. So dick ungefähr muss der Teig sein. Und jetzt streichen wir die Frischkäsefüllung gleichmäßig darauf. Am Rand kein Käse streichen, somit klebt der Teig besser. Nun rollen wir den Teig von der langen Seite her straff auf. Und immer wieder am Rand kleben. Am Ende angekommen müssen wir diese Seite gut kleben, damit nichts rauskommt. Und dafür werde ich die leicht mit Wasser befeuchten. Sobald wir sicher sind, dass alles gut klebt, rollen wir die Teigrolle von einem Ende her spiralig zu einer großen Schnecke auf. Und die fertigen Käseschnecken kommen auf dem mit Backpapier belegten Backblech. Guckt euch diese wunderschönen Käseschnecken an. Ja, und bevor wir hier weitermachen, werde ich erstmal den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Wir bestreichen die Plăcinte mit einer Mischung aus Eigelb und ein wenig Milch. Und zum Schluss bestreuen wir die Käseschnecken, unsere Plăcinte, nach Belieben mit etwas Sesam. Das sorgt für extra Geschmack und eine wunderschöne Optik. Wenn der Backofen vorgeheizt ist, dann schieben wir das Blech auf der mittleren Schiene und lassen die Käseschnecken etwa 30 bis 35 Minuten goldbraun backen. Et voilà, so sehen die leckeren Käseschnecken, die Plăcinte, zum Schluss aus. Von außen richtig knusprig und goldbraun, von innen richtig saftig. Ich freue mich, sie gleich zu servieren. Übrigens, man kann sie auch in der Heißluftfritteuse backen, natürlich in kleinerer Menge. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich über Daumen nach oben freuen, auch über eure Kommentare. Schreibt mir, wie euch die Käseschnecken geschmeckt haben. An dieser Stelle wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und passt auf euch auf und ich hoffe, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Eure Tati. Tschüssi.